Mein Investment vom letzten Monat ist eingeschlagen wie eine Bombe, wie ihr oben so schön sehen könnt. Des Weiteren werde ich hier oben die Bitcoin Group SE einmal eine kurze Analyse drüber machen und die einmal in mein Bullendepot mit aufnehmen. Und damit herzlich willkommen zu Die Dividendensammler, heute mit mir, Michael, dem Bullen. Also wie schon gesagt, mein heutiges Thema ist einmal hier Cargo X, das ich mir letzten Monat geholt habe, das hier, wie gesagt, an die 400% plus gemacht hat. Also nicht ganz, aber das ist ja minimal Unterschied. Und des Weiteren will ich auch weiterhin von dem Krypto-Hype auch noch weiterhin profitieren. Deswegen habe ich mir dann mal hier die Bitcoin Group, werde ich die mir einmal anschauen. Das ist einfach, wenn man nicht aktiv jetzt in die Kryptowährungen direkt investieren möchte, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber schauen wir es uns einfach mal an. Also hier ist es einmal das in DeGiro. Da habe ich mir das entsprechend schon einmal gekauft. Äh, Könnt ihr ja hier oben sehen. Das ist jetzt etwas abgeschnitten. Sieht man es hier unten besser? Genau. Also hier meine aktuelle Position sind 4 Stück im Wert von 207 Euro. Bisschen gestört hatte mich jetzt hier in dem Fall, dass halt das Volumen jetzt nicht ganz so hoch ist. Ja, die haben jetzt noch nicht so eine hohe Bekanntheit, aber soll mich jetzt nicht weiter stören. Also wir können uns auch jetzt mal so ein bisschen den weiteren Verlauf anschauen. Also die Entwicklung war jetzt eigentlich, also jetzt gerade letztes Jahr ist es dann richtig hochgegangen, aber jetzt dümpelt es hier die ganze Zeit ja stetig auf dem gleichen Wert etwa rum. Warum ich mich jetzt entschieden habe, das zu kaufen, wie gesagt, schauen wir uns einfach die Zahlen entsprechend einmal an. Ähm, ja, ich habe hier einmal nochmal, das wollte ich noch nicht, so, das wollte ich einmal anschauen. Genau, weil da hatten wir jetzt so die Zahlen einmal auf den Blick. Also aktuelles Marktvolumen sind hier 260 Millionen bei einem KGV von 92. Das wäre eigentlich relativ hoch, würde das hier aber als Wachstumswert einstufen. Von daher ist das jetzt nicht ganz so relevant, aber das wird sich dann auch gleich nochmal relativieren, wenn wir uns die anderen Zahlen noch einmal anschauen. Deswegen jetzt gar nicht so arg an dem hier hinterlegten KGV aufhängen. Ja, könnt ihr nochmal schauen. Bitcoin, jetzt als Paradebeispiel für die Kryptowährungen, ist hier in den letzten 3 Monaten ja nach wie vor stetig am Steigen. Die alternativen Coins in der Zeit sogar noch mehr. Also wenn man jetzt hier mal Binance anschaut, als das ist jetzt hier halt in den letzten 3 Monaten auch richtig nach oben gegangen. Genau. Und genau, die Bitcoin SE, die profitieren halt an der Stelle doppelt davon, weil die sind, also zum einen haben die selber einige Bitcoins und so weiter im eigenen Portfolio. Des Weiteren betreiben sie aber auch hier die Handelsplattform mit dem Bitcoin.de, das ich ja selber auch nutze. Und ja, die älteste deutschsprachige ja, Handelsplattform für Bitcoin, Ethereum, Litecoin entsprechend ist. Und genau, wie gesagt, ich nutze es selber auch. Ich habe unten auch nochmal einen Link, damit ihr euch, falls ihr euch dort anmelden möchtet und das selber nutzen möchtet, um euch Kryptowährungen zu kaufen. Ja, müsst ihr wissen, ob das jetzt zum aktuellen Stand, ob ihr davon ausgeht, dass es jetzt noch weiter hochgeht. Langfristig gehe ich auf jeden Fall davon aus. Kurzfristig ist es immer unmöglich zu sagen, ob das jetzt nochmal absacken wird oder nicht. Aber ja, viele Experten gehen eigentlich langfristig hier von 100.000, 1 Million, wie auch immer aus. Aber wie gesagt, kurzfristig ist das auf jeden Fall nicht zu betrachten, um da entsprechend zu investieren. So, aber wie gesagt, wir wollen jetzt gar nicht hier die Währungen an sich anschauen, sondern die Bitcoin Group an sich, also die Firma, die jetzt wie gesagt aber trotzdem auch davon profitiert. So, da gehen wir dann mal einmal hier auf die Unternehmensseite. Da
schauen wir uns dann hier mal zwei unterschiedliche Berichte einmal an oder Nachrichten. Einmal, das schauen wir uns gleich einmal an. Aber jetzt als erstes hier dieser Punkt vom 23. Februar, der jetzt hier ziemlich interessant ist. Und zwar, dass die halt hier ihren Eigenbestand von Kryptoassets, also von Coins, Bitcoin, Ethereum, was auch immer, auf 170 Millionen erhöht haben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zahl von vorher zurückkommen, also hier mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, letzten Endes würde ich jetzt nämlich sogar hier diese 170 Millionen von dem aktuellen Marktkapitalisierung abziehen, weil das Geld ist ja da. Klar, kann jetzt natürlich, wenn jetzt der Kurs nochmal absacken würde von den Kryptowährungen, wären die natürlich auch deutlich davon betroffen. Also das ist jetzt schon sehr risikoreich, aber ich sehe da halt auch ein enormes Potenzial. Und wenn man halt die 170 Millionen noch abzieht, dann sind wir schon bei einem Kursgewinnverhältnis von 30 Millionen. Entschuldigung, von 30 in etwa. 33, wie auch immer, kommt jetzt nicht aufs Detail an. Und das ist natürlich schon wieder ein deutlich attraktiveres Kurs-Gewinn-Verhältnis für eine Wachstumsaktie, wie gesagt. Das, wie gesagt, war jetzt auch ein Grund, warum ich das mir ins Portfolio geholt habe. Und ja, wir schauen dann auch einfach nochmal also das ist jetzt entsprechend der andere Bericht, dass dann hier die Zahlen, also das jetzt schon mal der vorläufige Jahresbericht von 2020, und da konnten die einfach ihr Ergebnis deutlich erhöhen, was dann auch hier zu einem nochmal besseren KGV führen wird. Und jetzt gerade das erste Quartal dieses Jahr ist auch nochmal, was die Kryptowährung angeht, da ist nochmal sehr viel mehr Interesse in den Markt reingekommen, sehr viele neue Investoren, was dann auch, wie gesagt, dieses Jahr richtig nochmal boosten wird, sage ich jetzt mal, auch im Vergleich zu den letztjährigen Zahlen, die auch schon sehr stark waren. Und wie gesagt, das ist jetzt der Grund, warum ich mir das ins Portfolio hole. Wie gesagt, ist aber dadurch, dass es schon auch an dem Gesamtinteresse und an dem Preis von Bitcoin und Co. hängt, auch quasi hängt da auch ein entsprechend hohes Risiko dran, aber auch eine entsprechend hohe Chance. Das geht ja immer so Hand in Hand. Chance, Risiko muss man immer abwägen, wie viel Risiko geht man ein, wie viel Gewinn möchte man machen. Genau, aber wie gesagt, ich gehe das Risiko jetzt einmal ein, habe mir hier, wie gesagt, diese 4 Aktien hier unten einmal geholt. Also hier, seht ihr das nochmal? Die habe ich mir jetzt ins Portfolio geholt. Dann können wir uns nochmal den Gesamtverlauf einmal anschauen. Also im Vergleich zum letzten Monat bin ich jetzt hier gerade mal 10 Euro bei den Aktien nochmal hochgegangen. Also ist vernachlässigbar, was die Aktien angeht. Die sind ja okay gelaufen, aber jetzt nichts Besonderes. Können jetzt mal schauen, wie es jetzt der Gesamtmarkt in dem Zeitraum performt hat. Also ich schaue mal gerne nach den USA in der machen wir letzten Monat. Ja, also was das angeht, hätte ich, was die Aktien angeht, auf jeden Fall underperformed. Da ist der Gesamtmarkt auf jeden Fall mehr gestiegen. Was mich jetzt aber gerettet hat, oder was heißt gerettet? Mehr als gerettet, also das hat mich richtig stark geboostet, ist hier mein Investment in CargoX, das ich ja letzten Monat getätigt habe. Was das CargoX ist, kann ich euch auch nochmal mein anderes Video verlinken, in dem ich das einmal so kurz erklärt habe. Muss ich kurz schauen, bei 9 Minuten werde ich euch dann hier oben einmal den Infopunkt dazu einmal reinsetzen. Und diese habe ich damals zu einem Preis von 144 Euro gekauft. Und wie ihr seht, entsprechend sind die jetzt inzwischen bei 578 Euro. Das ist sogar noch mal höher geworden. Muss ich gerade schnell noch mal ausrechnen. Ja, jetzt sind wir sogar knapp über
400%, bei 401%. Also im Laufe, während ich das Video gemacht habe, ist es dann nochmal um 2% oder so gestiegen. Ja, also entsprechend innerhalb von einem Monat eine Vervierfachung. Also hier nochmal ein Plus von 400, schieß mich tot, 430 Euro. Was natürlich mein Gesamtplus, 430 plus hier die 270, ja, rechnen 700 Euro, bin ich dann jetzt insgesamt im Plus. Wenn man bedenkt, dass ich hier gerade mal 1100 Euro müsste ich also, und vor allem, ich habe ja noch nicht mal alles investiert. Also hier hätte ich jetzt quasi noch 400 Euro übrig. Und da muss man sagen, ja, das würde ich mal behaupten, ist eine sehr gute Performance. Wie gesagt, schaut euch das andere Video einfach mal an. Da wird es nochmal genauer, erkläre ich nochmal genauer, was es jetzt mit diesem Cargo X auf sich hat. Also, weil das ist jetzt mehr als nur so ein Hype-Coin, sondern da steckt tatsächlich auch ein Nutzen dahinter, im Vergleich, wie gesagt, zu vielen anderen Coins. Aber wie gesagt, schaut euch das andere Video einmal an. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, lasst gerne hier ein Like und ein Abo da. Und natürlich, dass ihr darauf aufmerksam gemacht werdet, auf die Videos, auch die Glocke betätigen. Und ja, dann werden wir uns spätestens nächsten Monat nochmal sehen und schauen, wie dann die Performance entsprechend weitergegangen ist. Und das war's heute mit die Dividendensammler. Heute mit mir, Michael dem Bullen. Und damit wünsche ich euch erfolgreiches Investieren.